Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Das erste aus Gran Canaria. Ich werde hier meinen kleinen Sohn zur Welt bringen. Ich bin richtig gespannt und ich möchte euch heute zeigen, was in meiner Kliniktasche ist. Das hier ist meine Kliniktasche. Die habe ich geschenkt bekommen von der Firma Nayel. Ich verlinke sie euch unten mal. Richtig cool. Man kann die auch als Rucksack tragen und ich hoffe, es passt alles rein. Wir werden es nachher sehen. Ja, das Ganze wird wieder super minimalistisch sein. Ich habe beim ersten Gebären, bei der ersten Geburt im Krankenhaus gemerkt, dass ich viel zu viel Zeug dabei hatte. Und der Grund war, dass einfach das meiste im Krankenhaus vorhanden ist. Und ich natürlich auch ambulant entbunden habe, also gar nicht so viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe. Es gab wirklich alles von Po-Dusche über Einlagen, diese Netzschlüpfchen, Wöchnerinnen-Schlüpfer, Outfit fürs Baby. Also es war wirklich alles da, was ich sonst immer sehe, was man braucht, wenn man seine Kliniktasche packt. Und das Ganze werde ich diesmal nicht mitnehmen und euch zeigen, was in meine Kliniktasche kommt und am Ende noch ganz kurz, was nicht. Also, lasst uns direkt starten. Fangen wir mit der Kategorie Kleidung an für mich. Als erstes werde ich auf jeden Fall 2 Nachthemden mit einer Knopfleiste dabei haben und vielleicht auch noch einen Schlafanzug, den man ebenfalls knöpfen kann. Also die Knopfleisten sind einfach super praktisch, weil ihr dann, sobald das Baby da ist, das Kind stillt und ihr einfach eure Brüste rausholen könnt. Ihr könnt es aufknöpfen. Meistens sind die Materialien auch super weich bei so einer Knopfleiste. Man kann sich das auch einfach runterziehen. Das ist eigentlich auch super praktisch, wenn man da Oberteile hat, die man gar nicht erst knöpfen muss, sondern einfach stretchy sind und weich. Dann werde ich dabei haben eine Strickjacke. Ich bin gespannt, ob ich sie hier brauche. Im Moment, wir sind jetzt so 5 Wochen vor Geburt, es ist hier sehr warm. Aber man weiß ja nie. In Deutschland würde ich auf jeden Fall raten, eine Strickjacke mitzunehmen. Unter Geburt wird einem oft auch ein bisschen kalt. Also eine schöne, kuschelige Strickjacke. Vielleicht auch eine, die ein bisschen länger ist. Einfach, wenn ihr dann die nächsten Tage durchs Krankenhaus lauft, ihr nicht so komplett nackig in eurem Schlafanzug oder in eurem Nachthemd rumschlendern müsst. Dann habt ihr einfach was zum Drüberziehen und ihr seht angezogen aus und könnt euch einkuscheln. Dann nehme ich mit 4 Bustiers. Ich habe 4, ich glaube 2 würden mir tatsächlich auch reichen, aber 4, ich habe es in 2 verschiedenen Größen, in S und im M, je nachdem wie groß meine Brüste dieses Mal werden mit dem Milcheinschuss. Ich habe mich gegen Still-BHs diesmal entschieden, weil ich sie letztes Mal auch nicht so doll genutzt habe. Ich habe weiche Bustiers, die besitze ich einfach schon von Grund aus. Ich benutze kaum BHs mehr, weil ich eine Mutti bin. Nein, hat sich irgendwann so ergeben, finde ich viel bequemer. Und die Bustiers, die kann man schön weit ziehen, die sind stretchy, da kann man einfach seine Brust rausholen. Dann nehme ich mit ein paar weiche, kuschelige Socken, einfach weil es oft der Fall ist, dass man friert unter Geburt. Ich kann mich daran tatsächlich nicht mehr so genau erinnern bei meiner ersten Geburt, ob ich gefroren habe, aber anscheinend nicht, sonst wüsste ich das wahrscheinlich. Aber Socken sind auf jeden Fall auch in meiner Kliniktasche. Dann nehme ich noch mit Badelatschen oder Birkenstocks. Mal gucken, ich habe hier noch keine Badelatschen und mache derzeit alles mit meinen Birkenstocks. Also ja, vielleicht hole ich mir noch mal welche direkt fürs Krankenhaus und auch hier für den Strand. Eigentlich super praktisch. Badelatschen, wenn man dann danach sich duschen geht, wenn man dort rumläuft. Und ja, einfach hygienisch. Und ganz zum Schluss nehme ich noch ein Outfit mit dem ich dann das Krankenhaus verlasse. Ich habe mich noch nicht zu 100% entschieden, ob ich einfach ein Kleidchen mitnehme, was einen weiten Ausschnitt hat, mit dem ich gut und entspannt stillen kann. Das finde ich irgendwie ganz angenehm mit einem Kleid, weil dann einfach untenrum nichts drückt, nichts einengt, der Bauch viel Platz hat und man sich einfach frei bewegen kann. Oder ob ich einfach eine
Pregnancy, Schwangerschafts-Leggings oder Shorts mitnehme mit einem einfachen Top, was man entweder hochziehen kann oder eben zur Seite ziehen kann und die Brust rausholen kann, wenn man stillt. Je nachdem, wie lang euer Weg vom Krankenhaus nach Hause ist, braucht man das vielleicht. Und auf jeden Fall was Entspanntes, Bequemes, Lockeres. Einen Still-BH oder einen Bustier drunter, fertig. Jetzt fragen sich sicherlich einige, was ist mit Unterwäsche, also mit Slips? Ich werde ins Krankenhaus gehen und höchstwahrscheinlich wieder ambulant entbinden. Das heißt, ich brauche nur den Slip, den ich anhabe. Und ab danach gibt es dann solche Wöchnerinnen-Schlübbis, Wöchnerinnen-Slips, die man vor Ort im Krankenhaus bekommt. Wenn ihr ganz spezielle wollt, die euch vorher vielleicht ausgeguckt habt oder beim ersten Mal Gebären genutzt habt und ihr die toll fandet, dann nehmt die einfach mit. Ich nehme keine mit, ich nehme die einfach, die ich vor Ort bekomme. Das sind meistens solche Netzschlübbis und die sind bequem und tun ihren Dienst. Und jetzt die Sache, die ich für das Baby mitnehme. Beim ersten Mal hatte ich, glaube ich, ganz viele Baby-Outfits dabei. Ich werde diesmal ein Outfit mitnehmen, was besteht aus einem Body, einem Strampler und einer Mütze und dann noch ein kleines Deckchen dazu für die Heimfahrt zum Einkuscheln. Ich habe beim ersten Mal gedacht, oh, sofort kriegt es dann das an, was ich ausgesucht habe und mitgenommen habe. Aber die haben mir Marisi direkt in einen Strampler, was sie da hatten, eingepackt, angezogen. Und das hatte sie dann auch noch eine Weile an, weil es nicht dreckig geworden ist. Und ich habe erst zum Verlassen des Krankenhauses die Chance oder gab es erst die Option. Natürlich hätte ich sie umziehen können vorher, aber ich habe halt, wie gesagt, ambulant entbunden. Und dann hatte sie halt diese paar Stunden, die ich im Krankenhaus war, das an von denen. Und zum Rausgehen habe ich ihr dann ihr erstes Outfit angezogen. Genau. Und so werde ich es diesmal auch machen. Hygieneartikel, die ich mitnehme. Auf jeden Fall eine Zahnbürste, Zahnpasta, Haargummis und eine Haarbürste. Ich glaube, das sind so meine 4 wichtigsten Sachen, die ich mitnehmen werde. Ich denke, damit bin ich ganz gut ausgestattet. Sowas wie Shampoo, Duschbad, andere Sachen gibt es auch vor Ort im Krankenhaus. Also ja, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, als ich entbunden habe und danach unter der Dusche war, noch irgendwie in meiner Tasche zu kramen und mein Duschzeug rauszuholen. Also ich habe einfach das genutzt, was in der Dusche beim Krankenhaus stand und war damit fein. Das ist, glaube ich, einfach eine persönliche Sache, ein Empfinden, was man möchte, ob man unbedingt sein eigenes Shampoo braucht oder ob man vielleicht auch einfach eine sensiblere Haut hat und dann nimm einfach dein eigenes mit. Aber bei uns kam es nicht zum Einsatz. Dann ein bisschen Elektronik wird bei uns mitgenommen. Ich werde mir Kopfhörer mitnehmen, meine In-Ear-Kopfhörer, um meine Hypnose zu machen. Aber vielleicht möchtest du auch Musik hören oder ja, was auch immer du unter Geburt hören möchtest. Ich möchte auf jeden Fall meine Geburtshypnose anmachen und deswegen gibt es dafür die Kopfhörer, dafür ein Ladekabel, so wie auch ein Handy-Ladekabel wird dabei sein. Und eine klitzekleine Sache, die vielleicht nicht ganz minimalistisch ist, aber ich nehme die Polaroid-Kamera von uns mit. Ich möchte super gerne von unserem Baby und von der Geburt ein paar Polaroid-Bilder machen. Und natürlich ein Handy, das wird sicherlich dabei sein. Ich habe da die Hypnosen drauf und ansonsten bleibt das Handy, glaube ich, aber in der Tasche, weil ich mich voll und ganz auf die Geburt konzentrieren möchte. Jetzt zu den wichtigen Dokumenten, die mit in der Kliniktasche sein sollten. Auf jeden Fall euer Mutterpass. Und falls ihr das nicht vorab im Krankenhaus mit dem Krankenhaus besprochen habt, euren Geburtsplan. Also da könnt ihr einfach aufschreiben, was euch wichtig ist. Es gibt dafür auch Vorlagen im Internet, also schaut da einfach mal vorbei. Hier ist es so, dass man sich nicht vorher mit dem Krankenhaus zusammensetzt und die Geburt durchspricht, sondern dass man einfach seinen Geburtsplan mitnimmt. Und laut meiner Doula, die ich mit ins Krankenhaus nehme, wird sich daran auch weitestgehend gut gehalten. Außerdem braucht ihr eure Versicherungskarte, ihr braucht die Geburtsurkunde eurer bereits geborenen Kinder und euren eigenen Personalausweis. Wenn ihr unverheiratet seid, dann braucht ihr die Geburtsurkunden von Vater und Mutter im Original und die Vaterschaftserkennung von eurem Partner.
Wenn ihr verheiratet seid, dann braucht ihr einmal das Familienstammbuch und die Eheurkunde. In meine Krankentasche, Kliniktasche kommt da gar nicht so viel rein, weil wir das fast alles nachträglich machen, dann, weil wir hier im Ausland gebären, bei der Botschaft. Ja. Und hier ist es auch super easy mit der Vaterschaftsanerkennung. Also die mussten wir für das zweite Kind jetzt hier gar nicht machen. Das passiert dann direkt automatisch. Und jetzt noch ein großer, wichtiger Punkt, den ihr nicht vergessen solltet, werdet ihr sicherlich nicht tun. Es sollte die Babyschale im Auto sein, sodass ihr euer Kind dann auch nach Hause transportieren könnt. Je nachdem, wie lange eure Geburt dann geht, braucht ihr auch ein bisschen Verpflegung. Also auf jeden Fall Getränke mitnehmen, Snacks, was auch immer ihr braucht. Wenn die Snacks nicht für euch sind, so wie bei mir, ich konnte nämlich überhaupt nichts essen unter Geburt, dann sind sie halt für euren Partner. Und das ist ganz gut, wenn ihr da einfach ein bisschen was für euch dabei habt. Und eine Kleinigkeit, die ich noch einpacke für Justus. Er bekommt eine Zahnbürste, Unterhose und noch Wechsel-T-Shirts. Ja, also man weiß ja nicht, wie lange die Geburt dauert und deswegen ist es praktisch, wenn man vielleicht noch ein bisschen was für den Mann dabei hat, damit auch der sich wohlfühlt. Das ist, was in meine Kliniktasche kommt und ich werde euch noch kurz sagen, was ich nicht mitnehme, was aber sonst typischerweise immer mit auf den Listen steht, sind einfach Sachen, die das Krankenhaus vor Ort hat. Das sind zum Beispiel die Wöchnerin-Slips, die Wöchnerin-Einlagen, eine Po-Dusche ist immer vorhanden und auch Shampoo, Duschbad, Handtücher. Diese Sachen kriegt ihr mit Sicherheit im Krankenhaus. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, ihr geht 4 Wochen vor der Geburt euch ja anmelden im Krankenhaus, dann sprecht es einfach durch, ob ihr bestimmte Sachen zu Hause lassen könnt. Wann sollt ihr diese Tasche packen? Da bin ich mir auch immer richtig unsicher. Wenn man sie zu früh packt, dann werden die Kleidungsstücke da drin muffig und ein bisschen, naja, nicht oll, aber man riecht es schon, wenn da länger was drin war. Also ich denke mal, ich werde sie jetzt einfach packen. Das sind 5 Wochen. Ich glaube, so 4 Wochen vorher ist eine gute Zeit zu sagen, man hat die an der Eingangstür zu stehen. Der Mann muss sie einfach nur noch greifen oder euer Partner oder wer auch immer euch in die Geburt begleitet oder ihr selbst. Und dann ist es einfach ready. Da muss niemand mehr ran. Fertig. Ja, das war das Video zur Kliniktasche. Ich hoffe, es hat euch geholfen, so ein bisschen Kleid zu bekommen, dass das alles super easy ist und kein Hexenwerk. Und ja, vieles auch einfach vorhanden ist im Krankenhaus. Falls euch das Video gefallen hat, schreibt es mir wie immer in die Kommentare und sagt mir, ob ich irgendwas vergessen habe oder was ihr auf jeden Fall mitnehmen würdet. Das Ganze beruht wie immer auf meiner eigenen Meinung und auf meiner eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe. Und weniger ist manchmal mehr. Muss ich mich nicht so abschleppen oder wer auch immer die Tasche trägt. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!